Mikro? 3, 2, 1, Tango! Electric Callboy. Laut, energiegeladen, populär. Eine Band, die in ihrem mittlerweile 15. Jahr der Bandgeschichte auf dem aktuellen Höhepunkt ihrer Karriere steht. Große Festivals, überaus erfolgreiche Welttourneen, zahlreiche Auszeichnungen und ein eigenes Festival mit immer ausverkaufter Arena. Ihr letztes Album Techno aus dem Jahr 2023 ging in 4 Ländern auf Goldstatus, erreichte Top 10 in mehreren Ländern und in Deutschland sogar Platz 1 der Albumcharts. Doch obgleich die Band für viele, besonders internationale Musikfans, scheinbar wie aus dem Nichts auf der Bildfläche erschien, könnte die Wahrheit nicht ferner liegen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Paito und ich nehme euch heute mit auf meine Reise durch die Geschichte von Electric Callboy. Wir schreiben das Jahr 2007. Die heutigen Electric Callboy-Gitarristen Daniel Harness und Pascal Schillo spielen gemeinsam in der Band A-Nera, bevor kurz darauf gemeinsam mit Kirina Theisen, Ines Bürger und dem späteren Drummer Michael Malitzky die Band Beautiful Broken gegründet wird. Hier treten 2008 auch Sebastian Stolz und der spätere Schauter Kevin Ratajczak in das Projekt ein. 2009 bekommt die Band einen Slot beim 6. Green Newcomer Band Contest in Castrop-Rauxel und trafen dort den Manager Jens Gödde. Gödde, seinerseits Gründer und Besitzer der Firma Exact Management, wird auf die junge Band aufmerksam und sieht enormes Potenzial in ihr. Mit einem Management im Rücken entscheidet man sich, die Band in Her Smile in Grief umzubenennen, muss sich jedoch im Sommer von Ines Bürger verabschieden. Der neue Mann am Bass wird Daniel Klossek. 2010 lösen sich Her Smile in Grief schlussendlich auf. Die bisherigen Bandmitglieder Harness, Schillo, Klossek, Malitzky und Ratajczak wollen trotzdem gemeinsam weiter Musik machen. Zusammen mit Sebastian Sushi Biesler wird ein neues Projekt unter dem Management von Jens Gödde gegründet. Der Name Eskimo Callboy. Als Band bereits durchaus geübt, wird schnell eine erste EP aufgenommen und auf den Markt gebracht. Es folgen Auftritte als Vorband von großen Namen wie Papa Roach, Five Finger Death Punch, Cajon, Nera, Asking Alexandria, The Devil Wears Prada und viele weitere. Man kann sich einen Namen in der Szene machen, sodass bereits 2011 erste größere Festivalauftritte wie auf dem Mehr One Festival und dem Traffic Jam Open Air folgen. Abgeschlossen wird das Ganze dann von einer ersten eigenen Tour durch Deutschland und Österreich. – 2012 veröffentlichen Eskimo Callboy dann ihr Debütalbum Bury Me in Vegas und können bei Platz 65 in den deutschen Albumcharts von einem großen Erfolg für die junge Band sprechen. Es folgen eine Tour durch Japan, China und Russland sowie eine Rolle als Opening-Band für Cajon auf deren Blitzkreuz-Tour durch Deutschland und Österreich. Im selben Jahr noch verlässt allerdings Michael Malitzky die Band, der neue Mann an den Drums, David Friedrich. – 2013 läuft es gut für die Truppe aus Castrop-Rauxel. Man spielt eine weitere Tour mit Dates in ganz Europa, danach eine Tour mit unter anderem Hollywood Undead in Amerika und diversen Festivals in Deutschland und auch Japan. Ende des Jahres wird die Band dann noch bei den Metal Hammer Awards als Up and Coming ausgezeichnet.
2014 schließlich landet We Are The Mess als zweites Studioalbum auf einem unglaublichen Platz 8 der deutschen Albumcharts und steigt auch in Österreich in die Top 100. Gefolgt wird das Ganze von einer Tour mit unter anderem To The Reds and Wolves, die später im Video noch einmal relevant werden. (2015) erscheint dann Crystals als drittes Studioalbum. (2017) folgt The Scene. Und 2019 schlussendlich Rehab. Doch Rehab kann bei Fans und Kritikern nur mäßig überzeugen, gemessen an den bisherigen Erfolgen der Band. Platz 16 in den Albumcharts, Crystals und The Scene konnten ihrerseits auf den Plätzen 8 und 6 landen. Somit bleibt Rehab spürbar den Erfolgen seiner Vorgänger hinterher und was Fans noch nicht wissen, hinter den Kulissen brodelt es bereits. Rehab ist gerade einmal knapp über 3 Monate auf dem Markt, da geben Eskimo Callboy über Social Media bekannt, dass Sebastian Biesler, genannt Sushi, die Band verlassen hat und sich fortan seinen eigenen musikalischen Zielen widmen wird. Noch am selben Tag kündigt Biesler sein neues Projekt Ghost Kid an und bei den Fans von Eskimo Callboy bleibt die große Frage, wie geht es nun weiter? Wait for the light that hits your prison. Ach, da kommt er schon, Alter. Alter, das Ding, ne? Nach einem öffentlichen Castingaufruf verkündete man im April 2020, man habe einen neuen Sänger gefunden. Weiterhin ließ man verlauten, man arbeitet bereits auch an neuen Songs. Das Songwriting würde wunderbar laufen und natürlich könne man es kaum erwarten, den Fans etwas Neues zu präsentieren. Man bittet aber um Geduld und Vertrauen in den Prozess. Am 4. Juni 2020 wurde dann in einem Video über YouTube mit Nico Sallach der neue Sänger bei Eskimo Callboy vorgestellt, sowie 2 kurze Teaser zu neuen Songs. Die Ankündigung Sallachs stieß trotz der nur kurzen Teaser auf kommende Songs ein wie eine Bombe, denn viele Fans konnten mit dem Namen schon einiges anfangen. Sallach ist ehemaliger Frontman der Band To The Reds and Wolves, mit denen Eskimo Callboy, wie vorher im Video bereits erwähnt, schon gemeinsam die Bühnen des Landes teilten. Der 18. Juni 2020 könnte in der Geschichte der Band als Wendepunkt angesehen werden. Hyper Hyper, ein Song, der verdächtig nach einem Scooter-Titel klingt, startet auf YouTube und wird über Nacht zu einem heiß ersehnten und genauso oft geklickten Video mit unzähligen Kommentaren, die sich von Lachflash mit Tränen in den Augen über lobende Worte für den musikalischen Aspekt bis hin zu massenhaft Gratulationen strecken, dass man Nico Sallach an Bord geholt hat. Während der Song in den ersten Stunden und Tagen bereits für bisherige Verhältnisse der Band durch die Decke geht, spielt der Band ein weiterer Faktor unglaublich in die Karten, bei dem niemand denken würde, dass man dieses Thema in einem positiven Kontext packen könnte: die Corona-Pandemie. 2020 befindet sich die Welt nahezu allumfassend in Lockdowns, was zur Folge hat, dass in der bereits durchaus vorhandenen Reaction-Szene auf YouTube ein beispielloser Boom entsteht. Klar, die Menschen sind zu Hause und probieren sich aus, also steigt die Zahl der Reaction-Kanäle an.
Genauere Zahlen konnte ich hier nicht recherchieren, aber ich vertraue auf meine Wahrnehmung. Durch Mundpropaganda im Internet verbreitet sich Hyper Hyper in Windeseile in der Reaction-Szene. Deutschland, Europa, Australien, Großbritannien, Süd- und Nordamerika, der Song macht vor keiner Ländergrenze Halt. Und er sprengt die Ketten des denkbaren Erfolgs, den die Band sich vermutlich selbst sehr bescheiden ausgemalt hat. Und alle sind sich einig. Das ist der heiße Scheiß. Doch dabei bleibt es nicht. Hyper Hyper wird kein One-Hit-Wonder der Reaction-Szene. Nein, alle wollen plötzlich mehr von dieser Band aus Deutschland, bei der keiner so richtig weiß, wer sind sie, was machen sie und wieso machen sie das, was sie nun mal tun. Wie ein Lauffeuer springen an allen Ecken und Enden Reactions zu alten Eskimo Callboy Songs aus den Kanälen. Plötzlich hat gefühlt die ganze Welt diese deutsche Partycore-Band auf ihren Bildschirmen. Ganze Kommentarsektionen sind sofort German Property und die Klicks ticken unaufhaltsam in die Höhe. Was folgt, sind dann nicht weniger überraschte Reaktionen auf Hate Love, der mit seiner Ernsthaftigkeit in starkem Kontrast zu Hyper Hyper steht. Doch auch hier lässt das Interesse und die Popularität nicht nach. Eine erneute Welle an Reactions rollt durch YouTube, ebenso wie dann zu dem Sequel MC Thunder Part 2. Das Ganze wird dann noch gekürt mit einer speziellen Hyper Hyper Cover EP, bei der namenhafte Künstler wie Saltatio Mortis, Sascha oder die 257ers verschiedene Cover von Hyper Hyper zum Besten geben. Eskimo Callboy haben es geschafft. Sie haben die internationale Tür nicht nur ein zweites Mal eingetreten, nein, diesmal sind sie unvorbereitet mit Anlauf durchgerannt. Nachdem man zum Ende 2020 ankündigte, man wolle 2022 eine Hyper Hyper Europa-Tour spielen, veröffentlichte die Band im Jahr 2021 zunächst im September die Single We Got The Moves. Und im Dezember folgte dann die nächste Single mit Pump It. Drei Tage nach Veröffentlichung von Pump It postete die Band dann ein Video, in der sie zunächst scherzhaft auf Kommentare der YouTube-Nutzer reagierten, in denen sehr deutlich hervorging, wie lustig es doch wäre, wenn Eskimo Callboy sich beim Eurovision Song Contest anmelden würde. On a serious note, if Germany submitted this song to the Eurovision Song Contest? I think they actually have a reasonable chance of winning. You got it right, Nico. So this is our official application for the 2022 Eurovision Song Contest in Torino. Let's go! Mit Pump It im Gepäck und einer offiziellen Bewerbung schien dem Weg zum ESC nichts im Wege zu stehen, denn die internationale Unterstützung war enorm. Etliche Kommentare, tausendfach geteilte Inhalte auf Social Media, die Metal-Community mobilisierte sich. Alle mit der gefühlten Sicherheit, dass der Vorentscheid somit ja nur eine reine Formalität sei und man beim Finale des ESC garantiert auch abstauben würde. Doch wie so oft machten alle die Rechnung ohne die Verantwortlichen. Der NDR, zu der Zeit verantwortlich für den deutschen ESC-Vorentscheid, zog Eskimo Callboy nicht einmal für benannten Vorentscheid in Frage. Laut Statement des NDR sei die Entscheidung, wer an dem Vorentscheid teilnehmen darf, durch eine Jury bestimmt worden und der gemeinsame Punkt der Jury lautete, der Song von Eskimo Callboy ist nicht radiotauglich. Daher wurde er auch nicht in die engere Auswahl berufen. Stark verärgert über eine derartige Aussage wurden Petitionen ins Leben gerufen und Fans aus der Metal-Szene bombardierten den NDR nahezu mit Nachrichten. Doch am Ende half all das nichts. Eskimo Callboy wurden nicht nachträglich mit aufgenommen. Die Band selbst steckte das Ganze jedoch sehr professionell weg. In einem Stern-Interview betonte die Band, wir hätten Deutschland gerne vertreten, auch wenn unsere Musik vielleicht nicht so Mainstream-tauglich ist. Wir glauben, dass wir Menschen vor den Fernsehgeräten kurz einmal hätten aufschrecken lassen. Man habe die Entscheidung mit einem zwar, naja, schon schade, aber dann ist es eben so hingenommen.
Der ESC sei immerhin nie die höchste Priorität in der Karriere gewesen. Selbst in der vermeintlichen Niederlage hatte die Band jedoch auch klare Worte gegen eine laute Minderheit unter ihren Fans und der Metal-Community, die sich nach der Entscheidung des NDR auf die ausgewählten Künstler stürzten. Die Band wird zitiert: „Da können ja die anderen Künstler nichts dafür. Die hatten ein ganz schweres Los, weil sich unter jedem Post auf Social Media negativ geäußert wurde. Das fanden wir dann auch müßig. Wir stellen uns das aus der Sicht der Künstler so vor: Da bist du endlich dabei und dann kannst du es gar nicht genießen oder dich freuen, weil du nur Gegenstimmen abbekommst. Das fanden wir schade." Mit steigender Popularität, wachsendem Erfolg und einer viel größeren Reichweite national wie international ist es nahezu unvermeidbar, unter die Lupe genommen zu werden. So passierte dies auch Eskimo Callboy, die sich immer mehr mit Kritik an alten Songs und auch ihrem Bandnamen konfrontiert sah. Sexistische Inhalte, frauenfeindliche Bilder und nicht zuletzt die Tatsache, dass das Wort Eskimo speziell in Nordamerika teils sehr kontrovers betrachtet wird, ließen die Band zum Handeln verleiten. Man äußerte sich zu der Thematik und gab an, sich verantwortungsvoll mit der Kritik auseinandersetzen zu wollen und auch zu tun. Die Musik sei bereits viele Jahre alt und in einer Zeit entstanden, in der man sich selbst und die Welt um sich herum weniger ernst genommen habe. Niemand hatte die Absicht, irgendwem auf den Schlips zu treten. Man sei nun älter, reifer und erwachsener geworden, sich den Entwicklungen und Veränderungen in der Gesellschaft bewusst und stehe längst nicht mehr hinter allem, was mal in jugendlichem Leichtsinn so dahergesagt wurde. Daraufhin wurden zunächst einige alte Songs der Debüt-EP, aber auch das Album Bury Me in Vegas von allen Musikstreaming-Plattformen entfernt. Ebenso kündigte die Band an, sich in einem Prozess zu befinden, den Namen der Band zu überdenken und zu ändern. We talked to some really interesting people about our band's name over the last few weeks, and we still have some unreleased footage left, but it just doesn't feel right to push that topic any further in this situation. Anyway, all the new information we got helped us a lot to better decide for ourselves what is the right way to deal with our band's name issue. Schlussendlich wurde nur 3 Monate später, im März 2022, bekannt gegeben, dass der Name Eskimo Callboy abgelegt werde und man fortan unter dem neuen Namen Electric Callboy die Band weiterführen wird. Ein Namenswechsel, der vor allem der Band sehr gut gefiel, aber auch von den Fans mit überwiegendem Wohlwollen angenommen wurde. Nachdem der Namenswechsel durch war, eröffnete die Band vollständig ihren Großangriff auf ein neues Album. Es war bekannt, dass bereits an Material gearbeitet wurde, doch wurde nie ein genaues Release-Fenster genannt, was sich schlussendlich im April ändern sollte. Techno wurde als 6. Studioalbum offiziell angekündigt, zunächst für den 9. September, dies wurde aber später noch geändert, womit Techno dann mit einem kurzen Delay am 16. September 2022 endlich veröffentlicht wurde und binnen kürzester Zeit auf Platz 1 der deutschen Albumcharts einstieg. Ihre angekündigte Europatournee sowie die US-Tour mit Attack Attack mussten Electric Callboy dann jedoch verschieben, da sich Nico Sallach eine schwerwiegende Kiefer- und Mittelohrentzündung zugezogen hatte. Daher konnte man Nico auf der anschließend nachgeholten Europatournee auch mit großem Gehörschutz sehen, da zunächst die Vermutung im Raum stand, er würde kein In-Ear-Monitoring-Kopfhörer mehr vertragen. Was, Sidefact an der Stelle, durch die Firma Hörlux dann später korrigiert wurde. Die haben Nico nämlich mit einem perfekten In-Ear-Monitoring ausgestattet, womit er seitdem, zumindest was mir bekannt ist, nie wieder Probleme hatte. Allgemein lässt sich anhand von Zahlen oft am besten festhalten, wie erfolgreich eine Sache gewesen ist. Daher gibt es hier einmal von mir recherchierte Zahlen zum Album Techno, der Techno World Tour und den anschließenden Festivals. In Deutschland ging das Album auf Platz 1 der Albumcharts. Im europäischen Umland landete das Album überwiegend in den Top 10 bis maximal Top 20 Albumcharts. Zu dem gesamten Techno-Album gab es 10 Songs,
Zu 9 der 10 Tracks aus dem Album wurden Musikvideos veröffentlicht, die alle zusammen insgesamt fast 200 Millionen Aufrufe auf YouTube vermessen. Eine ausverkaufte Techno World Tour folgte mit über 250.000 verkauften Tickets. Dazu kommen 11 Festivalshows in 2023, unter anderem dem Nova Rock in Österreich, dem Copenhagen in Dänemark, Pinkpop in der Niederlande, Hellfest in Frankreich, Full Force und Deichbrand in Deutschland sowie zum Abschluss ihr eigenes Escalation Fest im September in Oberhausen. In den Tourvlogs stachen stellenweise besonders hochprofessionelle Aufnahmen hervor, was die Gerüchteküche anheizte, man könne doch vielleicht in Zukunft eine komplette Show zum Beispiel auf Blu-ray releasen. Doch gemäß dem Grundsatz, dass man auch mal größenwahnsinnig sein darf, kam im Frühjahr 2024 Techno Live in Europe in die Kinos. Es ist so geil, heute Abend bei euch zu sein. Ein Konzertfilm, der einen Zusammenschnitt einer ganzen Techno-Show zeigt, aufgenommen an unterschiedlichen Venues der vergangenen Tour. Auch der Film ist mittlerweile bei YouTube zu sehen und kommt derzeit auf knapp 1,2 Millionen Aufrufe. Auf der Techno-Tour selbst hatte man dann mit Future Palace, Blind Channel und Holding Absence starke Support-Acts am Start und über die gesamte Tour immer mal wieder Feature-Gäste wie Menas Moos, Kalle Kuschinski oder Finch auf der Bühne. Und natürlich muss man der Band eines ganz besonders zugutehalten: deutscher Schlager und Deathcore Fox, wie sie es nennen, wird jetzt überall auf der Welt gefeiert. Auch wenn noch eine Tour Edition von Techno auf den Markt kam und man annehmen könnte, die Band hätte nach diesen 3 Jahren eine wohlverdiente Pause eingelegt, mitnichten entspräche das der Realität. 2024 kollaborierte man mit der japanischen Kawaii-Metal-Band Baby Metal und der Song Ratatata erblickte das Licht der Welt. Auch dieser Song ging mit aktuell 49 Millionen Klicks auf YouTube und über 90 Millionen Klicks bei Spotify viral. Erhielt Lobeshymnen, wie gut die Kombination der Bands funktioniere und wurde auf etlichen Festivals im Sommer 2024 gemeinsam performt und von den Massen mitgegrölt. Leute, ey, es ist unser Traum, seit wir kleine Jungs sind. Ey, und jetzt stehen wir hier. Ihr dürft nicht heulen, ansonsten dürft ihr alles machen, okay? Okay? Das ist das Schwerste. Volles Programm. Ich habe gerade zweimal Ich liebe euch, echt ohne Scheiß. 3, 2, 1, Das Festival-Highlight für Electric Callboy 2024 war dann laut eigener Aussage der Auftritt auf der Mainstage bei Rock am Ring. Es sei ein Kindheitstraum aller Mitglieder gewesen, einmal dieses Festival zu spielen, und man sei emotional sehr ergriffen gewesen, sowohl während als auch nach dem Set. (2024) neigte sich nach einem erfolgreichen Festivalsommer dem Ende entgegen und die Ankündigung des Escalation Fest 2025 schloss das Jahr dann endgültig. Das Escalation Fest 2025 wurde dann aber auch ganz offiziell zum Next Chapter von Electric Callboy, denn hier wurden gleich 2 Kapitel beendet und zeitgleich ein neues eröffnet. Doch wieso 2 beendet wurden, das sollten die Fans erst ein wenig später erfahren.
Ein neues Bühnendesign, neue Outfits auf der Stage und ein nagelneuer Set-Opener mit dem kurz zuvor veröffentlichten Song Elevator Operator. Damit beendete die Band laut eigener Aussage den Techno-Zyklus. Jetzt sei es Zeit für ein neues Kapitel. Das Escalation Fest in Oberhausen war wieder einmal ausverkauft. Die Fans bekamen eine neue Bühnenshow geboten und auch wenn natürlich weiterhin Songs von Techno gespielt werden, machten die Jungs klar, Pausen gibt's mit uns nicht. Wir planen wieder weiter über die Zeit von Techno hinaus. Und so schön das Escalation Fest auch gewesen ist, kurz danach kam die Nachricht, die viele Electric Callboy-Fans zunächst sehr traf. David Friedrich, Drummer seit 2012, erklärte gemeinsam mit der Band sein offizielles Austreten aus Electric Callboy. Er betonte, dass ihm diese Zeit zwar heilig und stets in guter Erinnerung bleiben wird, er die Jungs, die Crew und die Fans sehr liebe, aber für sich entschieden hat, neue Wege im Leben zu beschreiten. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass Friedrich seine langjährige Freundin diesen Sommer heiratete. Herzlichen Glückwunsch. Mit Reverie erschien dann im Mai eine weitere neue Single, diesmal erneut in einem ernsten Ton, ähnlich wie Hate Love, bevor es dann unlängst mit der nächsten Festivalsaison losging. Doch ohne einen neuen festen Drummer wäre eine solche Festivalsaison natürlich unmöglich. Umso mehr freuten sich Fans darüber, dass niemand Geringeres als Frank Sumo zusagte, für die Festivalsaison ans Drumkit zu kommen. Sumo selbst spielte seit 2015 in der kanadischen Band Sum 41 bis zu deren Auflösung im März 2025. Sumo hatte Electric Callboy bereits im Dezember 2024 beim Good Things Festival in Australien ausgeholfen. Sum 41 mussten dort ihren Auftritt canceln, weil der Sänger Derek erkrankt war, und Electric Callboy traf das Schicksal, dass David an den Drums kurzfristig erkrankte. Nach kurzer Rücksprache mit den Managements war Sumo Feuer und Flamme für den Gig, sperrte sich in sein Hotelzimmer und lernte innerhalb von 5 Stunden am Tag des Auftritts das Set von Electric Callboy. Band Nachdem die Festivalsaison 2025 beendet ist, darf nun zu erwarten sein, dass die Band sich intensiver der Produktion eines neuen Albums widmen wird. Wie weit die Produktion bereits vorangeschritten ist, ist zu diesem Zeitpunkt meiner Recherche und Aufnahme nicht bekannt. Da die Veröffentlichung eines neuen Albums meist mit einer größeren Promotion-Phase einhergeht, ist höchstwahrscheinlich davon auszugehen, dass das neue Album, der Techno-Nachfolger, somit erst 2026 nach der World Tour herauskommen wird. Das zumindest wäre meine Prognose. Hinzu kommt, dass auch noch eine finale Ankündigung aussteht, wie es an den Drums für die Band nun weitergeht. Man darf also gespannt sein, an Ankündigungen wird es auf jeden Fall nicht mangeln. Auf eine Sache aber dürfen sich Electric Callboy-Fans zum Jahreswechsel dennoch freuen. Ab dem 1. November sind Electric Callboy auf ihrer nächsten großen World Tour. Als Special Guests Bury Tomorrow und Wargasm. Das aktuelle Quintett wird dabei sowohl in Deutschland als auch in etlichen europäischen Nachbarländern gastieren, mit weiteren Dates, die noch angekündigt werden. Vermutlich unter anderem auch ein erneuter Abstecher in die USA. Electric Callboy. Das sind 15 Jahre Geschichte, die ich nur schwer in ein Video packen kann, welches nicht 3 Stunden oder mehr geht. Das Ziel dieses Videos war und ist es, euch, den Zuschauern, einen Eindruck zu geben, wie die Zeit der Band ausgesehen hat. Und vielleicht gibt es dem einen oder anderen auch noch eine Info, die er bis dahin nicht kannte. Zusammenfassend kann man sagen, dass Electric Callboy ihren Erfolg vielen verschiedenen Faktoren zu verdanken haben. Internet, Hype, Right Place at the Right Time,
sicher auch eine gehörige Portion Glück. Allen voran aber verdanken sie es ihrer harten Arbeit und Hingabe für ihre Kunst. Anfangs von vielen Gatekeepern der Szene verachtet, belächelt und als Quatschband abgestempelt, etablierten sie über viele Jahre hinweg ihren eigenen Sound und Style. Obgleich zeitweise eine kleinere Abweichung dessen passierte zu den Rehab-Zeiten, fand man mit Nico Sallach einen wahnsinnigen Sänger, der kongenial mit Kevin als Frontduo funktioniert. Die Band ist kreativ, tobt sich aus und schafft es, einen für sich gefundenen Stil nicht nur zu behalten, sondern so umzusetzen, dass man immer wieder erkennt, wer hinter dem Song steckt und dabei doch immer auch kleine Details findet, die neu und frisch wirken. Ihre Social-Media-Präsenz sucht seinesgleichen, ihre Tour- und Festival-Vlogs werden millionenfach geklickt und bieten einen authentischen, humorvollen und auch detailreichen Einblick ins Leben der Ruhrpott-Truppe. Mit zum Beispiel Ian, auch bekannt als Tank the Tech, hat man einen Roadie aus den USA als Tourmanager gewonnen und eine Geschichte erzählt wie kaum eine zweite. Die Nähe zu den Fans ist trotz ihrer Größe noch vorhanden und was die Jungs in den Augen der allermeisten besonders hervorhebt, ist wohl ihre Bodenständigkeit und Bescheidenheit. Die ganze Electric Callboy Reisegruppe, Band, Tour, völlig egal. Es wirkt nicht wie eine Band und eine Crew, sondern wie eine gesamte Crew, in der jeder mit Respekt behandelt wird und jeder gerne arbeitet, egal in welchem Bereich. Alles in allem ist die Geschichte dieser Band von ihren Anfängen mit Minivan, kleinen Clubs mit 100 Zuschauern und ganz vielen Stolpersteinen im Weg, bis hin zu den großen Arenen und Festivals dieser Welt sicher nicht beispiellos, aber auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel für alle Bands, die da noch kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns bald wieder, wenn wir das nächste Kapitel dieser Band Revue passieren lassen.